Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf S31, aber nicht sehr lange. Wir werden nachher den Server switchen. Und zwar möchte ich euch eine sehr interessante Sache zeigen, vor allen Dingen für mich als Magier natürlich auch sehr interessant, weil ich mich da in die Rolle natürlich sehr gut reinversetzen kann, sowas zu besitzen. Ja, bevor das Video aber losgeht, wollte ich noch mal eine kleine Sache sagen. Und zwar, diesen Donnerstag um 15 Uhr kommt ein, ja, sag ich mal, Spezialvideo, was ein bisschen aufwendiger im Schnitt gewesen ist. Und das wird, ja, denke ich mal, so das unterhaltsamste Video, was ich, ja, die letzten Monate so rausgehauen habe. Und das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr gerade da am Donnerstag euren Support auf dem Video da lasst in Form von einem Like oder einem Kommentar. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Vielleicht gefällt es euch, dann macht ihr es eventuell ja so oder so. Ne? Deswegen, das wäre auf jeden Fall sehr nice, würde mich sehr freuen. Und auch am Donnerstag könnt ihr euch definitiv auf das Video freuen. Ich denke mal, wie gesagt, vom Unterhaltungsfaktor, vom Lustigkeitsfaktor her ist das ganz vorne mit dabei. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr auf eure Kommentare zu dem Video. Jo, ansonsten, ja, hoffe ich, euch geht's gut soweit. Ne? Wir werden jetzt den Server switchen. Und zwar haben wir ja hier den Magier mit meiner Waffe und der dem zugehörigen Spanne da drauf. Und vor allen Dingen Magierwaffen können halt eben die stärksten Spannen in dem ganzen Game so erreichen, weil die halt eben am meisten Schaden raushauen können. Und deswegen ist es gerade als Magierklasse natürlich sehr cool, sehr viel Schaden zu besitzen und auch eine hohe Spanne, weil ich persönlich finde den Magier cool, weil der halt eben so exorbitant große Crit-Treffer raushauen kann und das finde ich halt sehr spannend. Oh, so sehr guter Try gerade hier, sehe ich gerade mal. Ja. Ich feiere es halt, viel Damage auszuteilen, so, dass das in die Milliardenhöhe geht und alles, ne? Ist sehr cool. Natürlich für den PvP-Bereich ist es... Oh, da war gerade der Server... das Game immer so lädt, ne? Natürlich für den PvP-Bereich schwankt man natürlich sehr krass, wenn man eine hohe Spanne hat, ne, auf der Waffe. Da möchte man natürlich lieber eine Spanne haben, die nicht so sehr schwankt, damit man in der Ehrenhalle konstanter ist vom Schaden, hatten wir schon 1000-mal gehabt, ja, und im Dungeon möchte man tatsächlich eher hohe Schadensspitzen erreichen und nimmt deshalb dort eher eine Waffe, die von der Spanne her rechts raus sehr hoch angesiedelt ist, um halt eben dort bessere Chancen zu haben, den Gegner besiegen zu können, ne? Und genau, deswegen möchte ich euch mal was zeigen, was mir aufgefallen ist. Ich hatte nämlich mal rumgeschaut, wie es bei dem höchsten Spieler momentan gerade aussieht, wie lange es noch dauert, bis er Stufe 600 erreicht hat. Und das ist ja auf Server 18.de der Atze. Das ist momentan der Spieler, der das höchste Level in ganz Shakes and Fidget hat. Wahrscheinlich der erste ist, der Stufe 700 erreichen wird, falls nicht noch jemand irgendwo Dungeons aufgespart hat und ihn noch überholt vorher. Er ist momentan gerade Stufe 689 und bald auf die 690 steuert er hier zu. Und spielt halt auch einen Magier, ne, was halt sehr cool ist. Man kann sich halt vergleichen so. Man sieht halt von den Stats her, dass er halt eben sehr krass auf XP erpicht ist, deswegen auch auf seinem Server nicht auf Platz 1, weil er halt eben auf XP grindet und nicht auf Stat-Punkte, also auf Gold eben, ne? Und dadurch natürlich nicht ganz so stark ist. Allerdings, was natürlich sein Vorteil ist, in der Position ein sehr viel höheres Level zu haben als die anderen Spieler auf seinem Server. Und ich sage euch, der Unterschied hier, das macht schon wirklich einige Monate aus, weil man halt wirklich verdammt langsam levelt auf dem Niveau. Den einzigen Vorteil, den er halt dadurch hat, ist, dass er im Vergleich zu seinen Mitspielern bessere Gegenstände bekommen kann aus den Legendary Dungeons oder halt aus dem Item Shops, so, ne, aus dem Waffenzauberladen. Und das ist halt eben der Vorteil eines hohen Levels. Das gleicht natürlich nicht die nötigen Skillpunkte aus, die es braucht, um hier auf Platz 1 zu sein auf dem Server. Das sieht man ja auch anhand der Ehre, da ist er ziemlich abgeschlagen. Allerdings ist es halt interessant zu sehen,
Wenn man jetzt zum Beispiel so jemanden hat wie ihn hier, der jetzt so vom Level sogar unter mir ist, er hat zum Beispiel auch eine sehr gute Spanne auf seiner Waffe, wahrscheinlich die Maximalspanne, die er so finden kann für sein Level. Ne? Er ist aber halt eben 638, nur, sag ich mal. Ne? Und dann haben wir den Atze. Ich weiß nicht, wie aktuell seine Waffe ist, aber er hat auf jeden Fall ein ordentliches Gerät am Start. Und ich rede hier wirklich von seiner Waffe jetzt in dem Fall. Ja, und zwar ist das die bisher höchste Spanne, die ich in ganz Shakes and Fidget bisher gesehen habe. Also falls ihr noch jemanden kennt, der noch eine höhere Spanne hat, was ich ziemlich unwahrscheinlich finde, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich habe noch nie eine 6000er plus Spanne irgendwo bei jemandem gesehen. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass die jemand besitzt, weil noch niemand so hoch im Level ist wie halt eben der Atze. Und deswegen halt aufgrund seines hohen Levels solche Waffen mit so einer hohen Schadensspanne finden kann. Ne? Und wenn wir das Ganze mal durchrechnen, was er finden kann, beziehungsweise anhand seiner Waffe, jetzt hier gehen wir mal von aus, die ist jetzt aktuell, die er gerade gefunden hat, dann muss man einfach den Durchschnittsschaden davon berechnen. Ne? Er hat hier 6045 Schaden rechts raus und 4041 Schaden im Durchschnitt. Und möchte man das Maximale errechnen, was man an Waffenspanne rechts raus finden kann, dann nimmt man den Durchschnittswert, also die 4041, 4041 und rechnet diese mal 1,5. Und dann zeigt euch das Ganze an, was ihr momentan gerade finden könnt an Maximalspanne rechts raus. Wie gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass seine Waffe jetzt aktuell zu seinem Level gehört. Vielleicht ist sie aber auch schon 1, 2 Level alt, das weiß ich nicht. Aber auf die Waffe jetzt, die er hier gefunden hat, ist die Spanne, die da drauf ist, schon fast das Maximum. Also 6061 ist hier die Maximalspanne, die er momentan finden kann, und 6045 hat er gerade. Also es ist wirklich das Top-Notch, also mehr geht nicht. Also das ist wirklich unglaublich krass. Und das Ding ist halt, ihm fehlt es halt an den Basispunkten. Ne? Man sieht halt hier 260k und 260k Intelligenz und Ausdauer, ist so 50-50 Ding bei ihm. Wenn man hier auf die anderen Magier schaut, dann sind die vom Level her zwar deutlich unter ihm, aber die Statpunkte sind schon ein wenig höher. Ne? Zumindest bei den Magiern jetzt. Hier zum Beispiel bei dem Kundschafter sieht man, okay, der geht schon ziemlich krass auf Gold und deswegen ist er hier auch die unangefochtene Nummer 1 auf dem Server. Weil ich wollte sagen, die Magier sind hier zwar auch strong, aber das hält sich alles noch so einigermaßen in Grenzen. Genau, aber hätte man jetzt quasi jemanden, der von dem Level halt so hoch ist, so eine Spanne hat und die Werte dann noch passen würden, dann wäre es natürlich sehr interessant zu sehen, was passiert, wenn so jemand wie der Atze mit so einer Spanne jemanden einen Crit ins Gesicht haut, ne? Weil das kann natürlich schon ziemlich krass wehtun. Der Nachteil natürlich ist, wie schon bereits erwähnt, es schwankt natürlich sehr. Ne? Er kann natürlich einen Treffer raushauen, der vom Schaden her vielleicht so das Minimalste ist, also 2037, ne? Aber halt auch 6045. Und deswegen ist es halt eben sehr schwankend, der Schaden. Sehen wir auch hier jetzt an den paar Tries, die wir jetzt hier schon so machen. Ne? Da sind manchmal Treffer dabei, holy shit, also irgendwie 180 Millionen oder was da eben gewesen ist an Schaden. Das ist halt gar nichts so. Also für das Level sind 180 Millionen an Schaden gar nichts. Aber dann haben wir auch eben mal so einen Try mit 1,3 Milliarden, ne, wenn der mal crittet. Also das wäre mal interessant zu sehen, was da möglich ist, wenn man halt eben so einen richtig schönen Crit-Treffer von ihm kassiert. Und vor allen Dingen dann eventuell auch als Berserker, weil, jetzt haben wir keine Pilze mehr auf dem Free-to-Play-Account hier. Machen wir mal ganz kurz einen Berserker. So, zack.
auf der Welt 18. Lösche ich gleich wieder die Charaktere hier. Ja, keine Sorge. Doppel-Accounting hier. Da scheppert gleich der Bann rein. Ui, ja. 2,1 Milliarden haben wir gleich hier. Ne? Wie gesagt, als Bersi, da steckt man natürlich nochmal ein bisschen mehr ein. 2,6 Milliarden. Das schmeckt schon auf jeden Fall. Ne? 1,8. Also ihr seht, das Ganze schwankt ziemlich krass. Mal nur einen 1 Milliarden Crit. Ne? Also ja, da sieht man schon die Unterschiede auf jeden Fall. Ist sehr spannend zu beobachten. Wie gesagt, ich habe noch nie so eine hohe Spanne gesehen auf einer Waffe, weil es ja auch der höchste Charakter im ganzen Spiel ist, findet er natürlich auch mit das beste Equipment, was man haben kann. Ne? Man sieht hier, ja, sein Equipment ist vielleicht nicht ganz aktuell. Hier sind ein paar Sachen dabei, die sind ein bisschen outdated. Ich weiß nicht, wie es mit seiner Waffe aussieht hier. Wie aktuell die ist, ob das überhaupt eine Leggy-Waffe ist, also obvious ist es natürlich eine Epic-Waffe, aber die kann er ja auch, ne, irgendwo transmoggt haben zu einer Epic-Waffe so, ne? Deswegen, weiß ich nicht, ist vielleicht sogar tatsächlich noch ein bisschen mehr möglich, ne? Noch ein bisschen mehr rauszuholen an Schaden, beziehungsweise von der Spanne her. Aber ja, das ist erstmal so das, womit wir hier arbeiten können, beziehungsweise das, was ich halt gesehen habe. Und ich habe vorher noch nie eine Spanne über 6000 gesehen. Das ist schon sehr krass, wenn wir mal auf meinen Server gehen. Wie gesagt, meine Waffe ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ne? Ihr seht's, hier ist der Durchschnittsschaden von der normalen Waffe einfach mal deutlich höher als von meiner Legendary-Waffe. Ne? Und wenn wir jetzt einfach mal hiervon 3892 das berechnen, 3892 mal 1,5, kann ich 5838 finden, jetzt anhand Beispiel jetzt von dieser normalen Waffe. Ne? Wenn man jetzt eine Epic-Waffe nimmt oder noch ein Leggy oder so, ne? Und da halt eben, oder ne, das schwankt ja auch hier und da mal. Ne? Also es ist ja nicht so, dass hier die 171 konstant bleiben. Hier hat man zum Beispiel 162, ne, 158, das schwankt hier natürlich auch. 176. Hier einfach mal random Epic gefunden, ja moin. Ne? Also ihr seht, der Durchschnittsschaden schwankt ja auch bei den Waffen ein bisschen hier und da. Deswegen kann man das immer nicht ganz zu 100% beurteilen, dass man das Maximale hier am Start hat. Aber anhand von der Waffe kann man halt so ungefähr seine Spanne berechnen, die man rechts raus finden kann. Ja Leute, wollte ich euch mal zeigen, ne? Ziemlich spannend, wie ich finde. Wir sind hier auf dem Server, wir haben ja auch den Seth zum Beispiel bei uns in der Gilde, der hier der höchste auf dem Server ist mit 670. Auch schon nicht verkehrt. Also leveltechnisch, ja, kommt er auf jeden Fall fast dran, würde ich sagen. Aber von den Skillpunkten her sieht man schon auch hier wieder einen leichten Unterschied zu jemandem wie mir, der halt eben mehr auf Gold geht. Ne? Und ja, deutlich später halt natürlich auch angefangen hat hier auf dem Server. Ich bin hier irgendwas, der von auf dem Server registrierte 100.000ste oder, ne, also ich bin hier wirklich auch ein Spätstarter auf dem Server. Wenn man das Ganze hier mal /pit eingibt, dann sieht man die Player-ID und der wievielste du bist, der auf dem Server hier sich registriert hat, und hier bin ich auf Position 150.000, also ich bin hier quasi auch ein Aufholer auf dem Server, ne? Und ja, 280.000 sind hier momentan gerade drauf. Okay Leute, das war's soweit von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.